Guten Tag, liebe Freunde und Zuschauer. Hier ist Morten von English.cv und ich weiß, dass ich spreche nicht so viel Deutsch und das ist ein Grund für das. Ich bin nicht so zufrieden mit einem eigenes Deutsch, aber ich spreche hier mit meinem Freund Frank von Ubility. Hallo Frank und ich freue mich sehr, dir zu sehen hier am English. Vielen Dank, Morten, und vielen Dank, dass du mit deinem sehr, sehr guten Deutsch mit mir sprichst. Ist vielleicht sogar besser als mein Englisch auf jeden Fall. Ja, ich weiß es nicht, aber ich hoffe, dass wir jedenfalls eine gute Gespräch haben kann, weil ich habe dir eine Message geschickt, weil ich wollte gern mit dir sprechen über eine neue Version von Ubility Software, und es ist eine SaaS-Lösung. Es ist eine Lösung, die auch für kleine Druckereien ist. Aber ich glaube, dass vorher wir über die neue Version sprechen. Vielleicht sollst du ein bisschen erklären, was ist Ubility? Weil ich habe gedacht, es war ein MES-System, aber es ist nicht ein MES-System, ja? Ja, kann man so sagen. Also wichtig ist natürlich, wir haben ein MAS-System, oder ich sage es mal andersrum, wir bieten jedem Druckunternehmen genau die MAS-Funktionen, die es braucht. Vielleicht sogar in modernerer Form mit automatischer Kalkulation, aber im Endeffekt, wir erfüllen alle Funktionen, die ein MAS-System braucht. Aber wenn ich gefragt werde, habt ihr ein MAS-System, dann ist es mir immer wieder wichtig zu sagen, ja, wir haben die Funktionen eines MAS-Systems, aber wir haben eine Business-Plattform. Wir haben wir könnten auch sagen, eine Digitalisierungsplattform, in der die kaufmännischen Prozesse automatisiert werden, abgewickelt werden, vernetzt werden und alle Stakeholder auf dieser Plattform arbeiten. Das heißt also, ich habe auch automatisch per Klick sofort einen Kunden drauf, der seine Lagerabrufe machen kann, der seine Angebote sieht, die er zu einem Auftrag machen kann, der alte Aufträge nachbestellen kann. Und genauso kann ein Lieferant draufgehen, der von mir eine Bestellung bekommt oder eine Anfrage bekommt und kann seinen Preis eingeben. Das heißt also, die komplette Supply Chain ist in dem System abgebildet und alle Prozesse werden abgebildet. Und von diesen Prozessen versuchen wir dann, so gut wie es geht, bei dem einen mehr, bei dem anderen das Ganze zu automatisieren. Das kommt eben darauf an, wie die Prozesse, jedes Unternehmen hat einen eigenen Fingerprint, sozusagen, wie das abgebildet wird. Und da haben wir uns spezialisiert auf die Druckindustrie, bilden die Prozesse der Druckereien ab, ja. Und da ist halt natürlich die Kalkulation ein ganz wesentlicher Punkt, aber ist halt nicht alles. Wenn man eine Geschäfts- oder Business-Plattform verkaufen, ist es ein bisschen schwer, das zu erklären zum neuen Kunden, was es ist? Weil ich glaube, dass wenn wir eine ERP oder ein MIS oder CMS-System haben, dann ist es, weil wir haben in eine Kasse, und dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher, offen zu verstehen, was es ist. So wenn man dein System kaufen, ist das schwer zu verstehen am ersten, was es ist? Tatsächlich, ja, sprichst du natürlich ein Thema an, was für uns im Marketing eine Herausforderung ist. Deswegen hat uns auch eine Agentur gesagt, ihr verkauft zwar eine Plattform, aber macht Produkte draus. Das ist jetzt Zufall, dass wir drüber reden, aber Print Manager, Print Buyer, da ist noch ein bisschen mehr drauf. Print Seller zum Beispiel als Shop. Das ist einfach, weil die Kunden oft in Funktionsbereichen denken, ja, und die sagen, wir merken, unser MAS, da kommen wir nicht mehr weiter, wir brauchen ein MAS oder wir brauchen ein Einkaufssystem für Drucksachen oder wir brauchen ein Shopsystem für Drucksachen. Und insofern sind das natürlich Funktionsbereiche. Aber ich habe festgestellt, dass wenn wir mit einem Kunden in Kontakt sind und wir haben einmal unser System gezeigt, dann wird sofort verstanden, um was es geht und vor allen Dingen, welche Vorteile und welchen Nutzen man hat. Also wenn jemand sofort sieht, dass ein Angebot, was versendet wurde vom System, automatisch nach einer Woche beim Kunden nachfragt oder ein Kunde seinen Auftrag abgegeben hat und das System automatisch nach einer Woche nach den Druckdaten fragt, weil sie noch nicht da sind, ja, dann sind es Dinge, die werden dann schnell verstanden. Oder wenn ich auf einen Klick gehe und ich zeige ein Portal, wo der Lieferant seinen Preis abgeben kann, dann ist schnell verstanden, um was es geht. Aber es ist tatsächlich so, wenn man in die Werbung geht oder ins Marketing geht, dann müssen wir uns natürlich immer mit den vorhandenen Systemen vergleichen.
Ja, und erst dann, wenn wir in die Situation kommen, dass wir unser System zeigen können, oder deswegen haben wir ja auch einige Movies und Videos auf unserer Webseite, um das einfach den Kunden mitzugeben, dass sie sagen, okay, ich habe es verstanden. Wenn man, Entschuldigung, wenn ich hierüber denke, das glaube ich, das ist eine Softwareplattform, die haben so viele Funktionalität, weil es ist eine Plattform, dass es ist auch etwas, das muss, glaube ich, muss sehr beeinflusst in ganz viele Geschäftsprozesse. Und deshalb glaube ich auch, wenn du lass uns sagen, dass du sprichst mit einer Druckerei, dann muss man nicht nur mit Prepress sprechen, nicht nur mit finanziell sprechen, nicht nur mit Verkauf sprechen. Ich glaube, dann kommt es wieder zum ganz viele verschiedene Leute in einer Organisation. Das glaube ich auch, ist selbstverständlich gut, aber glaube ich auch, es ist vielleicht etwas, das macht die Verkaufsprozess ein bisschen länger. Oder wie siehst du das? Ich muss sagen, Respekt, da spricht viel Erfahrung aus deinem Mund. Ja, das ist natürlich so. Wenn wir das ganzheitlich betrachten, wir betrachten die Prozesse, die kaufmännischen Prozesse im Unternehmen, dann betrachten wir das ganzheitlich und dann müssen auch alle Stakeholder innerhalb des Unternehmens, also die Key-User sozusagen, mit dabei sein. Gleich mal vorab, ob das jetzt ein Unternehmen ist mit 25 Mitarbeitern oder ein Unternehmen mit 400, was wir alles abdecken, ist egal, aber im Prinzip müssen die Key-User dabei sein. Wir machen das dann ganz gerne so, dass wir in der ersten Phase eines Kennenlernens erstmal eine allgemeine Präsentation machen und dann oft in kleineren, kürzeren, meistens Remote-Treffen dann die einzelnen Abteilungen auch ein bisschen mitnehmen und denen zeigen, wie macht man den Einkauf, wie macht man die Materialdisposition, wie macht man natürlich die Kalkulation, wie kann man die automatisieren und Plantafel, Produktionssteuerung. Und dann kommt man auch irgendwo dann mal in den Bereich Budget rein und wenn das alles dann soweit abgehakt ist, dann empfehlen wir und in 80% der Fällen, mehr sogar, ist es eigentlich ein Fall, gibt es einen Workshop. In dem Workshop, der dann in der Regel 2 Tage dauert mit 2 Leuten von uns, sitzen wir ganz intensiv mit dem gesamten Team zusammen. Und da wollen wir sogar auch, dass wirklich das ganze Team die ganze Zeit dabei ist. Also so gut wie es geht natürlich. Man kann den Betrieb natürlich nicht stilllegen, aber da ergeben sich dann auch, und schon bei diesem Termin ergeben sich enorm viele, ich sage jetzt mal, Diskussionen, wo die Mitarbeiter aus einzelnen Abteilungen sagen, ach, so hast du das gemacht, das wusste ich gar nicht, dass ihr das so in der Abteilung so und so macht. Und dann merkt man plötzlich, ja, ein Unternehmen ist tatsächlich oft sehr auf seine eigenen Abteilungen aufgebaut und dann ist es logisch, dass man plötzlich schnell erkennt, da gibt's Reibungsverluste und wir wissen das gar nicht, ja. Und so ein Termin deckt es dann auch auf und wir machen dann noch ein Flussdiagramm und machen meistens nicht das Gesamte, schafft man gar nicht in 2 Tagen, aber wir machen so den Happy Pass, also wie hätte man es ganz gerne und auf der anderen Seite, wie ist es, und so gibt's so eine Mischung. Und diese Dokumentation wird auch dem Kunden bereitgestellt und die dient dann auch für einen späteren Projektverlauf. Wenn eine Kunde einen Beschluss gemacht haben, dass wir brauchen etwas Neues, wir brauchen eine neue Geschäftsplattform oder wir brauchen eine neue MES oder wir brauchen etwas, das ist Umtauchen von einem alten System, dann gibt es beide viele historische Data und finanzielle Data in ein altes System. Und ich glaube, dass ganz viele Druckereien, die sind immer so, dass, wie kann ich eine neue Produkt haben und was passiert mit all die alten Daten? Das ist so wichtig für uns, mit die existierenden Kunden zum Beraten und Verkaufen. Ist das etwas, das du siehst als eine Problem, das ist echt, oder ist es nur mir, da hierüber denkst? Nee, das ist eigentlich weniger eine Herausforderung. Also wir können Kundendaten sowieso im Prinzip im Batch übernehmen. Ja, da kommt es eher darauf an, ob das Altsystem in der Lage ist, die Daten bereitzustellen, wobei das durchaus der Fall ist. Ja, das heißt also Kundendaten übernehmen wir. Wir haben da auch wirkliche Übernahmeprozesse eingerichtet. Das kann so weit gehen, dass man alle Daten übernimmt, weil oft ist ja auch viel Müll dabei aus Altsystemen. Ist ja logisch.
das ist auch bei uns so, wenn jemand unser System lange hat, ja, dann fühlt sich das natürlich auch nicht immer nur mit optimalen Daten. Aber wir können dann so Filter setzen, wo man dann auch Kunden freigeben kann, wo man dann eben sagen kann, okay, nach einem Jahr oder so, wenn die sich immer noch nicht bewegt haben, fliegen die raus. Und da gibt's verschiedene Prozesse, um da einen smoothen Einstieg zu bekommen. Ja. Was natürlich der Fall ist, alte Kalkulationen, weil wir anders kalkulieren. Wir kalkulieren ja auch automatisch oder halbautomatisch und versuchen 80% der Kalkulationen im Unternehmen auch von Nichtfachleuten machen lassen zu können. In den Kalkulationen ist was anderes und natürlich auch in den Rechnungen. Aber was wir auch tun können, wir können alte Rechnungen importieren. Also wenn das Altsystem Rechnungen ausgeben kann, können wir die importieren. Dann haben wir zwar nicht die Belegpositionen, aber wir haben die Belege und wir haben die Umsätze aus den Belegen und dadurch können wir zumindest mal Umsatzvergleiche machen. Also wir wissen dann, okay, im Altsystem hat der Kunde letztes Jahr 40.000 Euro Umsatz gemacht mit uns und dieses Jahr 60. Sowas kriegen wir dann raus. Ja, okay. Ja. Und also, ich habe gefragt, weil ich glaube immer, dass wenn man die erste Geschäftsplattform oder Businessplattform gemacht in der Welt, dann hat man nichts zu Vergleich, aber dann gibt es alles neu und dann ist es schwer, weil es neu ist. Aber wenn man heute kommst raus, dann gibt es ganz viele Systeme, die vielleicht nicht wie gut als euer ist, aber geht immer, dass man muss. Ich glaube, dass man muss in vielleicht 80, 90, vielleicht 95%, dass muss man etwas umtauchen. Und was ist die größte Herausforderung für eine Druckerei, die sagt, okay, wir muss etwas Neues haben, aber was ist die größte Herausforderung in deiner Meinung? Du meinst jetzt den Umstieg von einem Altsystem in wenn man einen Beschluss macht, dann ist es, okay, wie viel kostet es, wie lange dauert es, so, und welche Funktionalität kriegt man. Aber ich habe gedacht, dass wenn man diesen Beschluss gemacht haben, dann kommt es zu meinen sagen, okay, wir müssen es schon implementieren und ja. Ja, okay, ich verstehe die Frage, ja. Ich glaube, die größte Herausforderung ist das interne Projektmanagement. Das ist, glaube ich, in Unternehmen gibt es Change-Prozesse. Die Abläufe werden anders durchgeführt. Da müssen Mitarbeiter mitgenommen werden. Es müssen Mitarbeiter geschult werden. Und vor allen Dingen müssen, um das System zu füttern und einzurichten, braucht man Informationen. Es geht los mit den Stundensätzen, ja, die gepflegt werden. Ich muss wissen, welche Maschinen, ich muss die Laufleistungen von den Maschinen wissen, um jetzt als Beispiel die Kalkulation zu nehmen. Ja, aber das geht auch um ganz andere Themen, im Lager oder so zum Beispiel. Das heißt also, ich muss Informationen vom Unternehmen zusammenführen. Ich muss bei größeren Projekten auch vielleicht ein Projektteam haben, ja. Und ich muss alle bei der Stange halten, ja. Und das ist oft der Punkt, die große Herausforderung bei Unternehmen, dass sie das nicht können. Kommt vor, ja, weil sowas macht man nicht alle Tage. Und das hast du ja auch gesagt. Und dann die richtigen Leute dafür zu haben, die auch Projektmanagement-Erfahrung haben, die wissen, wie sie ja auch führen in so einem System, ja, und auch mal jemandem sagen, die müssen auch die entsprechende Kompetenzen oder Autoritäten haben, also vom Chef auch die Erlaubnis haben, einem Mitarbeiter zu sagen, du gibst mir jetzt die Information oder du machst das jetzt bis nächste Woche. Ja. Und all das ist eine Herausforderung, aber ich muss wirklich sagen, auch wer sich davor scheut, wer es nicht tut in den nächsten 5 Jahren, verschwindet auch in den nächsten 5 Jahren. Ja, ja. Weil man muss diesen Digitalisierungsprozess, man muss Teil von das werden. Und ich glaube, dass auch wenn man sieht, wie es geht für die deutsche Ökonomie in diesen Tagen hier, dann glaube ich, dass mehr und mehr Leute verstehen, dass man muss mehr digital und es ist immer eine Überraschung für mich, wenn ich komme von Deutschland, weil Internet ist nicht so schnell als in Skandinavien und Infrastruktur, digitale Infrastruktur nicht dieselbe. Es gibt ganz viele Plätze, wo man nicht mit Kreditkarten bezahlen kann und so. Schon als sie sind die Leiter von die ganze europäische Ökonomie. So ich glaube, dass dieser Digitalisierungsprozess ist unbedingt wichtig, wenn man die nächsten, wie du gesagt hast, vielleicht 5 Jahre oder 10 Jahren, dann muss man jedenfalls in diesem definitiv. Ja. Und ich glaube, es ist auch interessant, weil wenn die Hersteller von Maschinen sehen, das sieht auch aus, dass die
beide Heidelberg und Königin Bauer hast ganz viel investiert in Software und Digitalisierung investiert. Und es ist interessant zum sehen, wie die kriegt diesem Umwälzung zum Sehen. Und das ist sehr interessant. Frank, ich habe eine Foto von dir gesehen am LinkedIn seit einer wenigen Tage, wo du warst sehr froh, weil was wir herüber sprechen, ist eine Mobility, das für ganz lange in den Markt geworden haben. Und schon, da kommt es eine SaaS-Solution. Was ist das und warum ist das wichtig? Ja, genau, das war ja in LinkedIn meine Faust, Ja, weil ich persönlich, genau, ich persönlich habe mich wahnsinnig drauf gefreut, weil das ist eigentlich so ein bisschen aus der Drupa entstanden. Das war so also die Drupa ist auch nicht nur für Kundenkontakte da, sondern manchmal auch für neue Businesskonzepte. Und wir hatten auf der Drupa einfach enorm viel Zulauf auf unserem Stand. Und da waren natürlich auch viele kleine Firmen dabei. Und die haben wirklich große Augen bekommen. Also nicht nur die, aber die auch. Die gesagt haben, wow, geht alles so automatisiert. Und wenn ich mir vorstelle, da kann ich mir samstags die Arbeit sparen, dann muss ich nicht mehr ins Büro und Rechnungen schreiben oder wie auch immer. Ja, also all diese Dinge. Und haben gesagt, ja, wie viel kostet sowas dann? Und dann haben sie halt natürlich angefangen zu schlucken. Ja. Selbst wenn wir jetzt nur ein Basismodell genommen haben, weil wir normalerweise einen Lizenzverkauf haben, wobei auch ganz, ganz wichtig natürlich zu sagen, wir haben ein Cloud-basiertes System, also alle unsere heutigen Mobility-Systeme sind voll in der Cloud, ja, aber jeder Kunde bekommt seinen eigenen Server, ja, so ist es bisher gewesen. Und der Server ist auch ganz wichtig, natürlich von uns entweder gehostet, kann man auch selber hosten und da das Linux-basiert ist, kostet die IT auch nicht viel Geld. Aber nichtsdestotrotz, für einen Kleinen ist das alles schon, sind alles schon Themen, da möchte er sich am liebsten gar nicht drüber Gedanken machen. Ja. Und das Zweite war natürlich, dass er gesagt hat, ich brauche auch gar nicht all die Funktionen, ich brauche gar keine Plantafel oder ich brauche keine BDE. Ja, ich gucke in meinen Betrieb und sehe, oh, wir haben 5 Aufträge, ja, davon ist jetzt einer auf der Maschine, da brauche ich sowas nicht. Aber ich brauche sowas, wie ich vorhin angedeutet habe. Unterstützung um Kundenanfragen abzulösen. Ich brauche Unterstützung, um schnell mal eine Bestellung rauszugeben. In den Bereichen muss ich einfach schneller und besser werden. Ja? Oder aus dem System raus direkt ein Mail versenden, ja, direkt Mails ins System aufzunehmen, dass ein anderer Mitarbeiter am nächsten Tag die gleichen Daten zur Verfügung hat, all diese Themen. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, wir überlegen uns mal zu sagen, wir nehmen ein Mobility-Server-System und das ist ja mandantenfähig. Wir haben ja Kunden, die haben als Konzern 14 Unternehmen als einzelne Mandanten auf einem Mobility-System. Da haben wir gesagt, jetzt machen wir einfach ein Mobility-SaaS-System und die einzelnen Mandanten sind jetzt nicht irgendwelche Tochterfirmen, sondern sind einfach SaaS-Kunden. Und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen, welche Funktionen da haben wir auch mit unseren Kunden oder mit den Interessenten gesprochen, welche Funktionen braucht ihr gar nicht, dann haben wir die rausgenommen. Und dann kam der wesentliche Punkt, und ich glaube, das war für uns, es ist ja auch für uns Change, dann der wichtige Punkt, wir haben uns umgedreht, denn die Kunden haben oft, oder unsere heutigen Kunden, also ich nenne die jetzt Mobility-Server-Kunden, die kommen auf uns zu und sagen, das muss doch genauso sein, das muss genau so laufen, das machen wir schon immer so oder das ist doch ganz logisch, dass es so geht. Ist auch richtig so, weil jeder hat einen eigenen Fingerprint, jeder hat andere Kunden, andere Produkte. Die kleinen Firmen, wenn wir auf die zugegangen sind und haben gesagt, wie arbeitet ihr denn? Denn wir können unser System auf eure Prozesse einrichten. Ja. Dann haben so die gesagt, eine Lösung, für die alle Kunden haben. Genau, und dann haben die gesagt, sagt mir, welche Prozesse ich brauche. Ich kann es nicht definieren. Ich mache halt, wie ich es kriege. Ja. Das heißt, wir haben jetzt andersrum. Wir haben es umgedreht, haben unsere Erfahrung genommen und haben die in ein System gegossen, wo wir gesagt haben, jede kleine Druckerei kann mit diesem System arbeiten. Da ist natürlich nicht alles komplett automatisiert, weil wir uns ja auf alle stürzen. Ja. Aber es ist halt ein super Einstieg. Und das haben wir jetzt eben runtergebrochen. Da haben wir die entsprechende, es läuft noch, also im Februar geht das Ganze jetzt online oder wird gelauncht. Jetzt setzen wir gerade den großen Server auf und so weiter. Jetzt laufen eben solche Dinge an, die im Vorfeld noch passieren müssen. Und dann geht's im nächsten Monat los. Und das Schöne ist, wir können das eine machen und können das anderen weiterhin tun. Das bedeutet, wenn heute ein Kunde in unser SaaS-Projekt, das ist eine ganz, ganz wichtige Entscheidung, in so ein System reinzugehen, weil er braucht ja auch Zeit.
Aber wenn er dann reingeht und er merkt dann, er wird größer, er wächst, die Anforderungen werden größer, die Kunden wollen mehr von ihm, dann kann er jederzeit auf ein Surfer-System wechseln und er hat dann keinen ERP-Umstieg mehr, Ja. weil die Datenbank ist von heute auf morgen im Prinzip rübergeladen auf den Surfer und er kann einfach weitermachen und hat plötzlich mehr Funktionen. Also Ja. das ist eben so der Vorteil dann dabei. Okay. Sehr toll, ja. Ja, wir sind begeistert, ja. Ja, das verstehe ich. Und ich habe auch gedacht, das war sehr schön, weil ich rede immer und auch was ich sehe, ist, dass Ubility hast einen guten Namen in die Markt und ich glaube auch, du bist sehr deutlich in deine Präsentation von deinem Produkt und deshalb war ich ein bisschen neugierig, weil es ist immer so, dass wenn man mehr Kunden erreichen kann, wenn man eine Technologie bieten wie eine SaaS-Lösung, dann das ist immer sehr interessant, weil wenn man Unternehmen Funktionalität kriegen kann für eine kleine Unternehmen, dann ist es oft auch etwas, das man lernen kann, ja. Absolut, ja. Meine fürchterliche Deutsch. Ich habe es verstanden. Es geht in beide Richtungen. Das geht wirklich in beide Richtungen. Also man kann von kleinen Unternehmen viel lernen, weil die sind extrem flexibel, ja, und manchmal auch weniger umständlich, ja, wie große Betriebe. Das geht also so. Wir haben ja auch kleine Betriebe als Kunden. Ja, verstehe. Es gibt kleine Betriebe, die gesagt haben, ja, ich gehe die Investition, ich zahle da auch ein bisschen was dafür, weil ich sehe den Vorteil, aber das kann halt heute auch nicht jede Druckerei mehr sich erlauben, ja, das muss man natürlich auch sagen. Und von den Großen profitieren wir natürlich aufgrund der Projekte, die wir haben, die dann natürlich sagen, die selber Ideen haben. Also da ist es so, die bringen uns auch weiter. Ja. Wenn man neue Versionen von Software machen, wie mit Ubility, wie kriegt man, also wo findet man die Inspiration für die nächste Iteration, die nächste Version? Ist das beide bei euren Entwicklern oder ist es der Markt? Ist es immer nur die Kunden oder haben sie auch von Wettbewerbern, dass sie auch sehen, okay, das war eine gute Idee oder wie kriegt man diese Information? Und wie kommst man zum nächsten Version? Das ist Kultur, glaube ich. Kultur, okay. Ich glaube, das ist zuzuhören. Zuhören bedeutet, also wir sind weniger, muss ich gestehen, weniger wettbewerbsorientiert. Das muss ich sagen. Also wir gucken wenig auf, das kann ich glaube ich auch für die Kollegen sagen, wir gucken wenig auf den Wettbewerb. Okay. Das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass wir es, wie ich es vorhin gesagt habe, anders machen wie fast die meisten. Nicht alle, also es gibt welche, die auch so auf dem Weg sind, ja, gerade im SaaS-Umfeld, aber die wenigsten machen es eigentlich so. Also die machen es eigentlich noch, das sind Host-Client-Lösungen, gerade im MAS-Bereich und da gehen halt viele Dinge einfach nicht. Also da ist es vielleicht mal eine Funktion oder so. Aber alles andere ist, dass man was drüber liest, dass man auch mal branchenfremd ist und einfach mal in anderen Branchen schaut. Was geht da schon? Ja, also ich hab Freunde auch im Bereich ERP-Systeme außerhalb der Druckindustrie. Das ist ganz, ganz wichtig. Und vieles ergibt sich auch von Kunden, muss man ganz offen sagen. Ja, das ist natürlich, vieles kommt auch von den Kunden. Und vieles kommt auch mal von eigenen Ideen. Ja, also wir haben auch intern Entwickler-Meetings, wir haben Consulting-Meetings, wo dann die Leute auch sagen, hey, ich habe bei dem Kunden das erfahren oder ich habe die und die Idee mit dem Kunden zusammengearbeitet und dann das ist das, was ich meine, das ist Kultur. Also immer wieder drüber nachzudenken, irgendwas mal anders zu tun, mal außenrum zu denken und dann auch, wichtig ist da natürlich auch, das muss ich sagen dann wieder, ich bin bei uns für Vertrieb und Marketing zuständig, dass man dann vielleicht auch mal zu irgendwas auch mal Nein sagen muss und manchmal fällt man auch auf die Nase und sagt, die Funktion war es jetzt doch nicht, die hat keiner gebraucht oder sie hat nicht zu dem geführt, was man wollte. Das kommt natürlich auch vor. Aber das ist das, was ich meine. Das ist aus Fehlern lernen, das ist Kultur, das gehört einfach dazu. Und ich glaube, wer in der Webwelt unterwegs ist, kann das auch viel besser nachvollziehen. Jemand, der aus dem alten Softwareumfeld kommt, ja, da gibt's eine ganz klares Lastenheft, Pflichtenheft und da wird nämlich genauso produziert und am Ende merkt man, oh, auf dem Weg, da hat man vieles irgendwie nicht bedacht, ja. Und jetzt sind wir wieder bei dem großen Wort Agilität. Wenn man in der Webwelt ist, wenn man im Webprogrammieren ist, da geht's halt viel einfacher. Auch sonst kann man agil sein, das möchte ich gar nicht bestreiten.
Aber dann geht's halt einfach leichter, weil dann ist die Programmierung eine andere. Also wer sich damit auskennt mit Softwareprogrammierung, weiß es auch. Frontends können sowieso viel leichter angepasst werden, aber auch im Backend oder im Code hinten dran, im Source Code können Änderungen angepasst werden, Veränderungen durchgeführt werden. Und dadurch ist man halt automatisch schon agiler, ja. Und wenn man dann in der Webwelt ist und gerade im SaaS-Umfeld und in der Cloud ist, dann ist man es gewohnt, dass man schnell auch Ja, das mal gibt neue Möglichkeiten einfach, ja. Du und Ubility ist auch am Hunkl Innovation Day, ja? Ja. Mhm. Ja. So, da kann man mit dir sprechen und man kann vielleicht auch ein Demo kriegen. Ja, auf jeden Fall, genau. Also ich bin von den 4 Tagen nur 2 Tage da. Einen Tag hat meine Frau Geburtstag und dann wir haben mittlerweile ein gutes Team, ja. Und am ersten Tag bin ich bei einem großen Interessenten, das wollte ich mir auch nicht nehmen lassen und insofern, aber wir sind zu dritt. Wenn ich da bin, sind wir zu dritt, ansonsten sind nur 2 Kollegen da und wir haben eine Demo und wir sind auch vorne in der Lobby, ja, also ganz leicht zu finden, nicht irgendwo in der Halle. Ganz wichtig ist, Hunkeler waren wir letztes Mal ja zum ersten Mal und was natürlich für uns klar ist, das ist ja unser Spruch jetzt auf den Hunkeler Days, wer digital druckt, muss digitalisiert arbeiten. Selbstverständlich. Und ich weiß, dass ich habe ganz viele Erwartungen für Hunkl Innovation Days. Hast du persönliche Expectations oder Erwartungen für was du siehst und mit Freunden du siehst wieder oder? Also ich habe eine Historie im Digitaldruck, insofern interessieren mich die Maschinen natürlich immer wahnsinnig und gerade was so alles im Inkjet-Bereich passiert, das waren immer Dinge, die habe ich mir früher immer gewünscht, die kommen so. Und ich denke, das war beim letzten Mal schon so, wo ich den Eindruck hatte, jetzt sind sozusagen die Schleusen für den Inkjet geöffnet und es wird sich jetzt nochmal bei den Maschinen auch zeigen. Wobei ich muss gestehen, ich bin ein bisschen zu weit weg mittlerweile von der Technologie, um sagen zu können, wow, das ist jetzt nochmal eine Verbesserung von der Maschine letztes Jahr, sondern ich glaube einfach, der Weg geht da sowieso hin. Aber was für mich bei Hunkeler schon letztes Mal so war und was ich auch dieses Mal wieder sehe, das ist eben einfach die Vernetzung und zwar jetzt nicht nur menschlich, ja, wo wir uns dann wahrscheinlich auch wieder treffen, ja, und die wichtigen Personen da sind. Das Wichtige ist auch die Technik. Also wir Firma Imprest im Bereich Vorstufe, ja, ist zum Beispiel auch da, mit denen arbeiten wir ganz eng auf technischer Ebene mit Schnittstellen zusammen. Die Firma Tessitura ist da, die Maschinenanbindungen hat und das sind genau die Partner und ich könnte jetzt noch andere aufzählen, auch im Shop-Umfeld, wo wir ja eigene Shops haben wir uns auch mittlerweile ja sehr stark geöffnet. Und all diese Partner sind wichtig, dass wir da weiterkommen und dass wir unser Netzwerk technischerseits auch weiterführen. Und das ist für mich eigentlich so das, was ich so, also ich werde auch die 2 Tage, muss ich offen sein, gar nicht so oft im Stand sein, weil ich werde dann mit den Partnern sprechen, einfach, weil es geht heute immer nur gemeinsam. Ich glaube, dass alle Technologien entwickeln so schnell, wenn man sieht auch die Inkjet, wie du gesprochen hast, und da sieht, wie schnell es geht mit schneller Druckgeschwindigkeit. Ja. Und man sieht, dass man geht vom Transaktionsdata, dass nicht so viel Data ist zu diesem fantastischen Akzidenzdruck. Dann gibt es mehr und mehr Data, auch in diesem, wenn man einen Druck macht. Ist das etwas, das hat Bedeutung für eure Systeme überhaupt? Oder ich meine, ich weiß, dass du mit AI und Computers und so, da gibt es immer das mehr und mehr Prozessorkraft und mehr und mehr Memory und sowas. Ist das etwas, das bedeutet ist auch etwas, wenn man eine Geschäftsplattform produziert? Weniger. Nee, bei uns sind die Daten ja eigentlich relativ gering. Das sind ja kaufmännische Daten. Das sind Text und Zahlen, ja, die abgespeichert werden. Da ist es nicht so schlimm. Klar, wir haben ein Dokumentenarchiv, ja, also das heißt, viele Kunden, das bekommt größer und größer, ja.
Ja, dann das wird natürlich größer. Also, aber das kann man auch dann entsprechend, ja klar, das kann man entsprechend auch abspeichern dann. Die können ja auch abgelegt werden. Also wir haben ein Dokumentenmanagementsystem. Ich sage immer Dokumentenarchiv dazu, ja, aber ich digitalisiere auch meine Eingangsbelege. Das ist mal der Punkt. Wenn du die Druckdaten ansprichst, da haben wir insofern nur was damit zu tun, dass wir tatsächlich Kundensender anbieten. Das hatte ich ja vorhin angedeutet. Das heißt, die Kunden arbeiten auf dem gleichen System und haben nur andere Ansichten. Und da können sie ihre Druckdaten hochladen. Aber was wir dann machen, und jetzt habe ich Imprest angesprochen, da haben wir das ja auch im letzten Jahr in so einem Webmeeting mal gezeigt, in so einer Schulung, dann schleifen wir die Daten durch. Also die kommen tatsächlich in unser System rein, aber wir schleifen die durch und laden die dann in die Vorstufe auf den FTP-Server. Und dort legen wir sogar ein eigenes, für dieses Projekt ein eigenes Verzeichnis an, wo die ganzen Daten von uns reinkommen. Also einmal die Druckdaten, aber auf der anderen Seite auch die kaufmännischen Daten als Datei. Und dann kann eben die Druckvorstufe mit den Informationen weiterarbeiten. Und wir kriegen die Prozessstati zurück. Zum Beispiel sind die Druckdaten in Ordnung und so weiter. Und wir haben aber auch einen Link zu diesem Verzeichnis, sodass dann später in der Plantafel oder in der BDE unser System auch wieder einen ausgeschossenen Bogen anzeigen kann. Aber die Daten liegen gar nicht bei uns, sondern die liegen immer auf dem Vorstufenverzeichnis. Wie Links. Und dann über Links, genau. Das sind wir halt auch wieder in der Webwelt. Ja, fantastisch. Frank, es freut mich, dass ich mit dir gesprochen habe und ich freue mich, dass Sie eine neue Version haben. Und ich freue mich eben mehr, dir zu treffen, wieder in Luzern in nur einem Monat Zeit von diesem heute. Total schnell, genau. Ja. So, danke sehr, dass du mit mir gesprochen haben und wieder, dass du hier mit Inkisch ist. Das ist sehr eine Freude für mich. So, danke sehr und herzlichen gute Wochenende hier. Ja, danke schön. Vielen Dank und ganz, ganz herzlichen Dank, dass du das auf dich genommen hast und in Deutsch mit mir gesprochen hast und es war wirklich super und wir haben uns Deutsch. Wir haben uns gut verstanden. Ja. Richtig. Aber danke sehr, Frank und alles Besten und wir sprechen schon. Okay, jo. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao.